Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Stefan. Ähm, ja, wir kommen heute zusammen für ein Webinar. Vielleicht eine kurze Vorstellung von uns beiden. Mein Name ist Johannes Woffra. Ich bin einer von 3 Gründern von Spryfox. Wir entwickeln KI-Lösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Domänen. Mein Bereich oder mein Hauptfokus sind Legal Tech-Projekte. Und da partnern wir seit ungefähr 5 Jahren mit der Rechtsanwaltskanzlei Kucera Rechtsanwälte, wo auch der Stefan Kucera mit dabei ist heute und mich unterstützen wird. Und wir entwickeln gemeinsam die unterschiedlichsten Legal Tech-Projekte und möchten Ihnen heute so ein bisschen zeigen, was wir in unserer Zusammenarbeit gelernt haben und Ihnen so ein bisschen erklären, was wir denken, worauf es ankommt, wenn man juristische KI-Projekte umsetzen möchte oder Produkte erstellen möchte. Ja, ich bin Stefan Kucera. Hallo, ich bin Partner bei Kucera Rechtsanwälte und gleichzeitig Geschäftsführer in der Legal Tech Plattform von Kucera, der QSEP Solution GmbH. Ich habe also heute tatsächlich so 2 Hüte auf. Wir sind eine Anwaltskanzlei, beschäftigen uns mit Immobilienwirtschaftsrecht. Da wird gleich auch so ein kleiner Schwerpunkt unserer Beispiele liegen. Man kann das aber auf andere Bereiche übertragen, was wir hier erzählen. Genau. Ähm, ja, mehr als nur Prompts, warum juristische KI-Architektur braucht und nicht nur Modelle. Wir steigen mal gleich ein mit einem Event, das es im Januar diesen Jahres gab. Anthropic, die Firma hinter Claude, also das Pendant zu OpenAI und ChatGPT, haben ein Legal-Plugin herausgebracht. Ein Plugin, was man sich frei herunterladen kann und nutzen kann mit ihrer Desktop-Software Claude Cowork. Das ist eine Software, die man auf seinem eigenen Rechner installieren kann und dann im Endeffekt genauso wie im Webbrowser mit Claude, also ein Chatfenster hat und mit Claude kommunizieren kann, aber zusätzlich noch seine eigenen Dokumente und die Dateien, die man auf dem eigenen Rechner hat, mit einbinden kann. Die haben ein Legal-Plugin rausgebracht. Was bedeutet das? Dass man hat am Anfang gedacht, okay, es ist ein neues Modell, es ist ein neues Legal-Modell, aber im Endeffekt waren es ähm, ja, unterschiedliche Playbooks, sogenannte Skills, also Arbeitsanweisungen an das Modell, wie es gewisse Prüfungen durchzuführen hat. Also im Endeffekt, wenn man es vielleicht ganz einfach sagen kann, ein etwas ausgedehnterer Prompt. Und die haben dann unterschiedliche, und da gibt es irgendwie, ich glaube, 7 oder 8 von diesen Plugins. Ne? Da gibt es Plugins für die Vertragsanalyse, für NDA-Triage, für Redlining. Und das konnte man sich alles im Endeffekt runterladen. Und damit hat jeder, der Claude Cowork oder Claude benutzt, dann die Möglichkeit gehabt, solche Analysen durchzuführen. Und die Ergebnisse, wenn man im Endeffekt das auf einen Vertrag anwendet, waren dann schon sehr gut. Ja? Ähm, Das hat natürlich zu einer Reaktion im Markt geführt und da komme ich gleich noch drauf. Aber vielleicht noch vorher ein weiteres Event, was quasi zeitgleich auch passiert ist. Zack Shapiro, ein Anwalt, ehemaliger Yale-Absolvent aus den USA, der einen Artikel veröffentlicht hat, der dann auch sehr oft geteilt wurde, 7,5 Millionen Mal auf X und LinkedIn. Und sein Claim war, dass er im Endeffekt mit 2 Anwälten und Claude 200 Mandate betreuen kann. Ja, das heißt, nur zwei Personen, die 200 Mandate betreuen, ohne die typischen Legal Tech-Produkte wie zum Beispiel Harvey oder CoCounsel oder Spellbook zu benutzen, rein mit Claude und seinen eigenen Skills, seinen eigenen Playbooks, die er selber geschrieben hat, ähm, äh, kann er im Endeffekt diese 200 Mandate betreuen. Und seine These ist, dass es im Endeffekt nur ein Foundation-Modell benötigt, also ein Modell wie Claude
GPT oder Gemini, plus die entsprechenden Playbooks und Skills, die er geschrieben hat, und das Ganze dann im Endeffekt die komplette Legal AI überflüssig macht. Ja? Das heißt, das war sein Take, ja? Und das ist im Endeffekt die Frage, stimmt das überhaupt? Also ist das überhaupt korrekt, dass man jetzt sagen kann, okay, man braucht jetzt nur noch Claude und ein paar Skills und dann hat man im Endeffekt die Legal AI. Das ist im Endeffekt auch das, was sich der Markt gedacht hat. Es gab dann in dieser Zeit oder quasi als diese Legal-Plugins dann rauskamen, eine Reaktion im Markt. Ich denke, das haben alle so ein bisschen mitbekommen. 285 Milliarden Dollar wurden innerhalb von 2 Tagen vernichtet, sage ich mal. Die großen Legal-Anbieter Thomson Reuters, Wolters Kluwer haben ordentlich federn lassen, weil im Endeffekt die Anleger sich gesagt haben, alles klar, warum diese Firmen haben im Endeffekt kein Berechtigungsdasein mehr, wenn ich jetzt mit Claude und ein paar Skills das Ganze auch selber erledigen kann. Ne? Und jetzt stellt sich die Frage, die wir heute auch betrachten wollen, ob im Endeffekt die Foundation-Modelle, also diese Basis-Sprachmodelle, schon reichen, um Legal AI durchzuführen. Ich bin damals erschrocken, als ich das mitbekommen habe. Ich habe davon gehört, ich habe die Marktreaktion gesehen, habe gedacht, oh, was ist denn da los? Und ich habe mit zittrigen Fingern diese Playbooks mir angesehen, um dann festzustellen, ja, stimmt, das ist ja cool. Und es stellt sich die Frage, stimmt das überhaupt? Ich will das mal ganz kurz an dieser Stelle aus meiner Sicht beantworten. Das Shapiro-System, also das System, ich nehme ein Foundation Model und baue meine eigenen Skills ein und dann war es das reicht für meine Arbeit, das funktioniert. Aber das funktioniert nach meinem Dafürhalten nur, weil also Shapiro und er und sein Kollege, 2 Anwälte, 200 Mandate, nach seinen Angaben, weil die das System sind. Das sind Anwälte, die eine gewisse Erfahrung haben und die haben dieses System, das ist auch ein System, wenn ich ein Foundation Model und Skills verwende, ist schon ein System. Das funktioniert, weil die beiden das System sind. Ja, sein Wissen, seine Mandanten, seine Methodik, das steckt in diesen Skills, die hat er gebaut, die schreibt man sich zusammen. Aber überträgt man das auf eine Kanzlei mit 20, 25, 50 Anwälten, 100 Anwälten, dann wird es komplexer. Außerdem habe ich da womöglich nicht 200 Mandate, sondern, was weiß ich, 2000. Ich habe anspruchsvolle Rechtsgebiete, komplexe Transaktionen, umfangreiche Datenbestände, die Skills vielleicht durchsuchen müssen. Da reichen Skills alleine nicht aus. Diese Skills sind in der Branche ziemlich prominent geworden. Die werden inzwischen ausgetauscht wie Fußballkarten. Die sind auch teilweise öffentlich, ähnlich wie die Skills von Claude. Eins muss man immer noch selber machen, das Ziel definieren. Und ich glaube, da sitzt genau das Problem. Mit diesen ganzen Skills muss ich wissen, wo ich hinrenne. Wir sollen das im Weiteren hier näher untersuchen. Wir stellen hier zunächst mal 3 Thesen auf, die wir im weiteren Verlauf hier so ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Das Modell, also das Foundation-Modell, irgendeines, wir nennen das jetzt in der Folge Modell einfach. Das kann nur der Anfang sein. Die Architektur, also das, wo man dieses System einsetzt oder der Zeitpunkt, zu welchem man das Modell einsetzt, das nennen wir Architektur. Hinzu kommt noch eines, was für die Übersicht wichtig ist. Es geht immer auch um Verantwortung, weil wir hier ja Dinge beraten, wo sich andere Leute drauf verlassen. Das ist auch eine Frage von Haftung. Wenn man über KI spricht und sagt, ein gutes Modell, also zum Beispiel das von Claude, das sei schon die Lösung, da begeht man, glaube ich, nach meinem Dafürhalten einen tatsächlichen Kategorienfehler. Ein Modell ist nach meinem Verständnis, der Johannes wird das nachher vielleicht noch viel besser erklären, ist erstmal nur ein leistungsfähiger Generator für Wahrscheinlichkeiten. Ne? Man hat auch von einem Papagei gesprochen, der irgendwie Sprache ausgibt, nachplappert, ein statistischer Papagei. Ja, aber der kann sehr gut Sprache verarbeiten, er kann sehr gut Muster erkennen, Formulierungen erzeugen. Darin sind diese Modelle
wirklich top. Ich kann da aus eigener Erfahrung nur sagen, so toll kann ich nicht formulieren, auch nach 30 Jahren Anwalt nicht. Aber die eigentliche Arbeit beginnt nicht beim Prompt, sondern bei der Architektur, also bei der Frage, wann setze ich das ein, wofür setze ich das ein und in welchem rechtlichen Rahmen hänge ich das auf. Wenn ich das nicht mache, dann kommt da nur elegant formulierte Unsicherheit herum, manchmal sogar echter Quatsch. Das Thema mit der Haftung, da geht es um Zurechnung. Die KI kann extrahieren, strukturieren und formulieren, Vorschläge machen und Bewertungen vielleicht vorgeben, aber wenn man sich darauf verlassen will, dann muss man die Verantwortung für das Ergebnis irgendjemandem zurechnen. Ich kann es nicht der KI zurechnen, die KI selbst haftet nicht, sondern immer nur derjenige, der sie verwendet. Und das Problem der Zurechnung werden wir im weiteren Verlauf noch näher beleuchten, ist für unseren Anwaltsjob tatsächlich entscheidend. Und was verstehen wir unter Architektur? Architektur ist nicht nur technisch, sondern auch fachlich zu sehen. Das wollen wir im Folgenden zeigen. Fangen wir vielleicht mal bei der Frage an, wo Sie eigentlich stehen. Und da ich Sie das jetzt nicht direkt fragen will, die Fragen kommen nachher. Vielleicht auch Inputs dazu, wo Sie stehen. Vielleicht aus eigener Sicht mal, die meisten Leute werden schon irgendwie mit Chatbots gearbeitet haben. Shapiro nach seiner Aussage 200 Mandanten, Startups offenbar betreut er, aber was sieht man denn? Das ist alles ziemlich abstrakt. Ich habe diesen Artikel gelesen und gestaunt, aber was passiert denn eigentlich bei wirklichen Anwälten? Gucken wir uns selber an. Irgendeiner hat schon mal ChatGPT ausprobiert und davon entweder erzählt, wie toll das ist, oder dass sich das alles nicht durchsetzen wird. Viele von denen haben vielleicht schon mal ein RAG benutzt, das ist so eine Wissensdatenbank, also auf irgendwelchen Daten gearbeitet, die sie vorher in die KI eingefüttert haben und vielleicht festgestellt, da kann man super was raus extrahieren. Die Frage, wo man da steht, ist dann entscheidend für die Frage, wie man weitergeht. Wir vertreten die These, dass man ein belastbares System bauen muss mit Architektur, um wirklich weiterzukommen. Also, das Modell ist nur der Anfang. Was meinen wir damit? Wir fangen mal juristisch an. Juristische Arbeit heißt, wenn man das zusammenkocht, am Schluss so etwas wie Relevanz in einem Sachverhalt, in Daten zu erkennen. Ich muss eine Norm und Sachverhalt miteinander in Beziehung bringen und daraus verantwortbare Entscheidungen ableiten. Sachverhalt, Norm und Entscheidung. Das kommt einem bekannt vor als Jurist, das nennt man Subsumption. Oder das ist die Technik, die wir uns angeeignet haben, um solche Entscheidungen vorzubereiten. Ich habe ein Dokument im Datenraum, der Mandant hat es mir gegeben, das Haus ist kaputt, das sehe ich in dem Dokument, ist ein Gutachten, das Haus hat Mängel, ich habe das gerade gekauft. Das ist schon die erste Hürde, was ist eigentlich die Frage? Meistens hat der Mandant das schon formuliert, wer ist dafür verantwortlich? Ich habe das gerade gekauft, kann doch nicht sein, dass das Haus schon kaputt ist. Die Frage, die man aus so einem Dokument extrahieren muss, das ist schon die erste Hürde, dass die KI weiß nicht, wo die Frage ist. Das sieht vielleicht ein kaputtes Haus, aber nicht die Frage des Mandanten, kann ich den Verkäufer dafür verantwortlich machen? Wenn ich die Frage so formuliere, dann ist das eine juristische Frage und man weiß gleich, okay, man muss gucken, ob das ein Sachmangel ist. Dann untersucht man das Gesetz, stellt einen Paragraphen fest und dann muss man sich fragen, ist das dieser Mangel, dieser Zustand, dieses Symptom, Dach ist undicht, ein Fall von Gewährleistungshaftung? Oder eine Umweltlast. Ich habe eine Gewerbeimmobilie gekauft und da sitzt in der Löschmittelanlage ein Löschschaum, der heutzutage nicht mehr zulässig ist. Ist das ein Mangel? Keine Ahnung, kommt ein bisschen drauf an, wann das Löschmittel da reingefüllt wurde und wann ich das gekauft habe. Werden wir gleich noch sehen. Selbst wenn ich jetzt feststelle oder wenn die KI feststellt, da habe ich sowas wie einen Sachmangel, weil giftiger Löschschaum könnte ein Mangel sein, weil das ja abweicht von der vereinbarten Beschaffenheit, weiß man immer noch nicht, was man mit diesem gefundenen Ergebnis anfangen soll und wie der Mandant darauf reagiert und schon gar nicht, wie der Gegner darauf reagiert.
Da weiß man vielleicht auch noch gar nicht, wie der Kaufvertrag das regelt, da müsste man das nächste Dokument einfüttern. Und so sieht man, die ganze Sache ist also komplex. Johannes, die Ansätze für KI. Genau. Vielleicht ein Punkt, den ich am Anfang vergessen hatte. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne den Q&A-Button oder F&A-Knopf oben in Teams oder auch im Chat. Können Sie Ihre Fragen reinschreiben und wir werden sie dann am Ende alle versuchen zu beantworten. Zurück zum Thema. 4 Ansätze. Also im Endeffekt, welche Ansätze gibt es aktuell? Wir haben es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze optimieren kann. Ja, das ist zum einen, was man selber natürlich entscheiden kann, ist immer zu sagen, okay, welches Modell benutze ich. Es gibt die Modelle von OpenAI, es gibt die Modelle von Anthropic, es gibt die Google-Modelle, es gibt sogar Microsoft-Modelle, ne, Copilot. Wir haben auch europäische Modelle. Das ist natürlich etwas, wo man immer schauen muss, okay, gut, wie gut passt das Modell zu meinem Themengebiet? Und da sind die Modelle alle unterschiedlich. Vor allem, wenn es um rechtliche Themen geht, weil die Modelle, vor allem die amerikanischen Modelle, natürlich nur oder mehr auf amerikanischem Recht und auf amerikanischen Daten trainiert wurden. Und dann natürlich das Verständnis so ein bisschen für das europäische Recht fehlt. Da gibt es natürlich, das werden vielleicht auch einige von Ihnen wissen, auch europäische Modelle, wie zum Beispiel Mistral aus Frankreich, das man verwenden kann. Aber im Endeffekt ist das so der erste Punkt, an dem man drehen kann. Das heißt, man sucht das Modell aus. Dann kann man, und darüber wurde viel in den letzten 2 Jahren auch gesprochen, da ging es viel darum, Prompting, also wie prompte ich, wie gebe ich die Aufgabenstellung an das Modell? Ich gebe Kontext rein, ich gebe dem Modell eine ganz klare Aufgabenstellung, ich gebe ihm eine Rolle zum Beispiel, ich sage ihm, wie er die Aufgabe abarbeiten muss und steuere natürlich auch den Output. Was erwarte ich? Wie soll das Ganze formatiert oder formuliert sein? Ne? Das ist gut, um den Output so ein bisschen zu steuern, aber das erzwingt jetzt keine Methodik bei der Analyse. Dann, was Stefan schon angesprochen hatte, es gibt einige, die sagen dann, alles klar, wir machen ein RAG. Was ist ein RAG? Ein RAG ist im Endeffekt eine Datenbank von vorverarbeiteten Dokumenten, die ich als Kontext mit in das Dokument, in das Sprachmodell mit reingeben kann. Das heißt, ich stelle eine Frage, es werden relevante Inhalte, die zu dieser Frage passen. Also es wird dann anhand der Ähnlichkeit der Frage und der Inhalte wird dann gesucht, was passt jetzt am besten zu dieser Frage. Diese Inhalte werden dann aus dieser Datenbank genommen und dem Sprachmodell als Kontext mit hinzugegeben. Das hilft natürlich schon ungemein. Allerdings fehlt hier immer noch der Transfer zwischen den Dokumenten. Das heißt, wir wissen nicht, oder das Sprachmodell kann dann nicht im Endeffekt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Abschnitten oder zwischen den einzelnen Textabschnitten, die wir da reingeben, kann es nicht herstellen. Da gibt es fortgeschrittenere Ansätze, die man anwenden kann, also Graph-Netzwerke, oder Datenbanken, die man benutzen kann. Aber das benötigt im Endeffekt ganz, ganz strukturierte Daten, die darunter liegen. Also nichts etwas, was man jetzt quasi sofort ohne großen Aufwand aufsetzen könnte. Und dann, was man auch noch machen kann, und das ist dann schon, das geht schon in die sehr fortgeschrittene Richtung, ist ein Feintuning des Modells. Das heißt, man kann im Endeffekt sich ein Modell nehmen, und das sind dann meistens solche Open-Source-Modelle, also öffentlich verfügbare Modelle, nicht die großen, und kann dieses Modell nachtrainieren mit seinen eigenen Daten. Das heißt, danach wird das Modell genauso klingen und die Texte genauso formulieren, wie ich das mache, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch dann juristischer denkt. Und alle diese
Methoden optimieren halt an dem Modell selber, aber nicht an dem System drumherum. Vielleicht nur ein kurzes Beispiel, wie sowas überhaupt funktioniert, wie so eine LLM-Abfrage überhaupt funktioniert, also eine Sprachmodellabfrage. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die eine Aufgabe bekommt und hat im Büro einen Aktenschrank, wo die Informationen alle vorliegen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Optimierung machen, dann durchsucht sie im Endeffekt den Aktenschrank und beantwortet im Endeffekt die Aufgabenstellung nach bestem Wissen und Gewissen. Mit Prompting bekommt die Person eine ganz präzise Aufgabenstellung und weiß ganz klar, wie der Output auszusehen hat. Man kann vielleicht sogar noch Formatvorlagen geben oder Templates, die dann im Endeffekt auszufüllen sind, was im Endeffekt dafür sorgt, dass die Aufgabe dann, das Ergebnis dann eher dem entspricht, was man erwartet. Mit einem RAG kann man sich vorstellen, dass es dann so ist, dass man ganz genau sagt, schaue in diese Akte nach unter Abschnitt 2, in diese Akte unter Abschnitt 3 und dort findest du die Informationen, um die Fragestellung zu beantworten. Das funktioniert dann schon besser, da kriegt man schon viel relevantere Antworten. Es fehlen aber die Querverweise. Das heißt, wenn in einem Dokument ein weiteres referenziert ist, dann wird es nicht automatisch noch hinzugenommen. Ja? Und mit Feintuning kann man sich vorstellen, dass es im Endeffekt hier um den Sprachstil geht, um die Formulierung und das Ganze viel, viel überzeugender klingt, aber es nicht unbedingt, juristisch korrekter ist. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich, weil das Ganze, wenn man sich so auf den ersten Blick durchliest, dann korrekt klingt, aber auf den zweiten oder dritten Blick ist es dann, findet man dann so die Fallstricke. Ja, man könnte auch sagen, das Modell ist nur so gut wie die Frage, die man ihm stellt und wie der Kontext ist, den man gesetzt hat. Man kann auch sagen, ein ganz naiver Prompt auf so ein Modell führt dazu, dass das, was man da herauskommt, einfach nur nach Wahrscheinlichkeiten des Vorkommens in diesem Aktenschrank sortiert ist. Solche Modelle sind wirklich schlau oder sie scheinen schlau, aber wenn man einfache Prompts dagegen setzt, dann sieht es so aus, als ob derjenige, der das da bearbeitet hat, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also da steckt ein enormes Wissen in diesen Modellen. Aber wenn der in der falschen Ecke nach Lösungen sucht, dann wird er die richtigen, die vielleicht in einer ganz anderen Ecke liegen, nicht finden. Wir wollen das mal weiter aufdröseln. Was heißt Architektur? Wir müssen die Frage beantworten, wo genau, an welcher Stelle der juristischen Arbeit setzen wir Modelle ein? Mit was für einem Hintergrund, Kontext, mit welchem Ziel, Intent? Die juristische Arbeit ist etwas, was ich vorhin schon angedeutet habe, was ziemlich abstrakt ist. Ich habe ein Ergebnis, zum Beispiel ein Memorandum, wo ich eine Rechtsfrage beantworte. Und bevor ich das beantworten kann, muss ich mir juristische Dinge überlegen, den Sachverhalt analysieren, die Akte untersuchen etc. Ich habe also immer etwas, was unter meinem juristischen Ergebnis liegt, nämlich sowas wie zum Beispiel einen Sachverhalt, den ich mir erarbeitet habe aus dem Aktenschrank, von dem eben die Rede war, und aus der Zielsetzung, die der Mandant mir gegeben hat, habe ich da einen Sachmangel, den ich gegenüber dem Verkäufer geltend machen kann. Das System, diese Modelle, die warten nicht auf Sie. Die sind da und sind für alle da und sind für alle immer ungefähr gleich, mit gewissen Unterschieden, weil wenn Sie länger mit diesem Modell gearbeitet haben, dann hat er schon so von Ihnen so Dinge aufgeschnappt. Ah, Sie heißen so und so vielleicht und das ist bestimmt ein Anwalt, sowas merken sich die Modelle heute. Aber der komplette Kontext Ihres Falles, der ist einfach nicht da. Und ganz ehrlich, das war schon immer so. Kurze Analogie zur analogen Welt. Wenn ich als Anwalt gearbeitet habe, dann habe ich immer
meine Ergebnisse gestützt auch auf etwas, was ich Erfahrung nennen würde. Wenn man das mal so ganz simpel macht, ein erfahrener Anwalt, der macht deswegen so tolle Ergebnisse, weil der auf so viel Erfahrung zurückblicken kann. Man kann auch formulieren, dass Erfahrung sowas wie impliziertes Wissen um Struktur ist. Wenn ich schon eine Weile Anwalt bin, weiß ich, wenn der Mandant sowas fragt, dann will er darauf hinaus. Also wenn er mir ein Gutachten präsentiert mit einem Dach, mit einer Dachundichtigkeit, dann weiß ich sofort, der will darauf hinaus, wen kann ich dafür verantwortlich machen. Das ist ja schon ein Sprung, ne? Da legt mir jemand ein Gutachten vor, guter Mandant, der schickt mir das nur weiter. For your information oder mit einem Fragezeichen, habe ich schon erlebt. Mandant schickt Unterlage mit Fragezeichen. Ich kenne den schon, ich weiß, wenn er mir sowas schickt, dann muss ich mich da irgendwie kümmern. Ich mache das Ding auf, siehe Dachmangel und der will wissen, wen kann ich dafür verantwortlich machen. Also frage ich den, gib mir mal den Kaufvertrag. Woher soll so ein Modell das wissen? Der kennt diesen Mandanten nicht. In der digitalen Welt haben wir es mit ganz viel Rauschen, undeutlichen Informationen zusammen, vielleicht ganz viele E-Mails, die in meinem Postfach schlummern und die vielleicht schon weitere Korrespondenz mit diesem einen Mandanten beinhalten. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, dem Modell sowas zur Verfügung stellen. Das heißt, immer dann, wenn der Mandant sowas mit Fragezeichen steckt, dann musst du daran und daran und daran denken. Lassen Sie uns das etwas konkreter machen. Ankaufsfall. Gehst du eine Folie weiter? Asset Deal, Ankauf. Genau. Der Fall aus unserer Praxis. Wir haben einen Asset Deal. Der Käufer ist ein internationaler Fonds, Verkäufer ist eine Familienholding, ein Family Office vielleicht. Wir haben eine Gewerbeimmobilie und einen großen Datenraum mit tausenden Dokumenten üblicher Art, Verträge, Gutachten, Korrespondenz, Menge Gutachten. Wir haben vielleicht eine größere Immobilie, Dutzende von Beteiligten, Berater, Anwälte, Fondsmanager, Asset Manager, alles Mögliche, was Sie sich ausdenken können. Und in diesem Beispiel will das Gremium der Ankaufsgesellschaft innerhalb von 3 Tagen wissen, ob man das ankaufen kann oder nicht. Ich muss also einen Due Diligence-Bericht machen, einen rechtlichen Bericht. Sind da rechtliche Risiken, die uns solche Hürden bieten, dass wir das nicht kaufen können? Oder ist es freie Fahrt? In der analogen Welt würde jetzt ein junger Anwalt, stellen Sie sich vor, ich bekomme den Auftrag heute, es ist kurz vor Ostern, alle erfahrenen Anwälte sind irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt oder schon in den Osterferien. Jetzt ein junger Anwalt setzt sich hin und was macht er denn jetzt damit? Jetzt könnte er anfangen, die Knowledge Base der Kanzlei zu lesen und alles über Asset Deals und Familienholdings und Gewerbeimmobilien durchzulesen. Er könnte auch erfahrene Anwälte fragen, wie man das üblicherweise macht hier. Was erwartet das Gremium jetzt von mir? Wie soll das aussehen? Was soll in dem Bericht eigentlich stehen? Muss ich mich da irgendwie Absichten sichern mit Disclaimern? Muss ich da eigentlich eine Mandatsvereinbarung machen und sind wir eigentlich ausreichend versichert? All solche Fragen stellen sich dem jungen Anwalt. Wenn man das analog durchspielt, würde der junge Anwalt vielleicht nach 3 Tagen wieder zu mir kommen am Ostersonntag und fragen, ich habe jetzt ungefähr verstanden, worum es geht, aber was soll ich jetzt machen? Er hätte also dann nach 3 Tagen, wo eigentlich das Gremium erwartet, dass es darüber entscheiden will, gerade mal die Fragen aufgeschrieben, die er beantwortet haben möchte, um den Fall überhaupt weiterzubetragen. Der erfahrene Anwalt, der wird jetzt mit den Augen rollen und sagen, oh wow, du musst einen Red Flag Bericht machen, ist doch klar. Ja, das weiß er aber auch nur, weil er das schon 23 Mal gemacht hat und diesen Mandanten kennt und auch sowieso weiß, dass dieses Gremium sowieso nur ganz kurze Sätze lesen will und am liebsten so Ampelillustrationen über die Risiken. Das hat er aber nicht aufgeschrieben, sondern das wohnt in ihm drin, in dem Anwalt, der vielleicht 30 Jahre Anwalt ist. Das ist also implizites Wissen um sowas wie Architektur. Was brauche ich, um was zu tun? Johannes, wie kann man das denn? Genau. Kann man das Und das denn ist im Endeffekt, also was wir im Endeffekt sagen oder damit sagen wollen, ist, das heißt, es braucht im Endeffekt zwischen dem
zwischen dem Modell und am Ende der juristischen Bewertung braucht es eine Schicht. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes Memory Layer. Wir brauchen strukturierte Daten und agentische Systeme. Ich werde da jetzt näher drauf eingehen. Also was muss man oder was kann man unter einem Memory Layer verstehen? Das, was der Stefan vorhin angedeutet hat. Ein Memory Layer sind im Endeffekt strukturiert aufbearbeitete Informationen, die man dem Sprachmodell zusätzlich als Werkzeuge zur Verfügung stellt. Das heißt zum Beispiel das Mandatswissen. Ja? Was ist dem Käufer wichtig? Was ist überhaupt ein Risiko für den Käufer? Was bedeutet ein Fragezeichen, wenn es geschickt wird? Ne? Diese ganzen Informationen kann man in einer Schicht zusammenfassen und dem Sprachmodell zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt für allgemeinere, ich sag mal, mehr domänenbezogene Informationen, wie zum Beispiel Normhierarchien. Ja? Das heißt, Vorgaben zum nationalen Recht, zum europäischen Recht, welche Gesetzgebungen sind hier relevant. Das Ganze natürlich so aktuell wie möglich. Das heißt, wenn man sich diese Schichten anschaut, kann es Schichten geben, wo man sagt, das sind Informationen, die tragen wir selber zusammen und halten diese aktuell, wie zum Beispiel das Mandatswissen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wieder sagen, und hier bei den Normhierarchien kann man sich vorstellen, dass man APIs anbindet. Das heißt, dass man auf aktuelle Rechtsprechungen zugreift und es dem Modell die Möglichkeit gibt, auf diese Informationen selber zuzugreifen. Auf andere Datenbanken. Genau, auf andere Datenbanken zuzugreifen. Ne? Oder auf das Handelsregister zum Beispiel in diesem Kontext auch zuzugreifen. Ja. Ne? Dann solche Dinge wie zum Beispiel die Zeitachsen. Also bis wann muss das Ganze erledigt sein? Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen diesen Fristen, wenn wir die betrachten? Diese ganzen Informationen da kann man sich vorstellen, da kann es jetzt viele von diesen Schichten geben und diese werden auch immer anders aussehen, je nachdem, in welcher Organisation wir uns jetzt befinden. Es gibt dann weitere Schichten, könnten Rechtsprechungen sein oder bestimmte Argumentationsmuster, die wir haben, bestimmte Klauseln, die wir immer benutzen. Das sind Informationen, die wir alle zusammenstellen können und dem Modell zur Verfügung stellen. Das ist im Endeffekt das Memory Layer. Das ist das, was in den Köpfen der Anwälte vorhanden ist im Endeffekt. Ne? Dann können wir als zweites noch sogenannte Wissenstaxonomien definieren. Also zum Beispiel definieren wir Risiken. Das heißt, wir haben unterschiedliche Risiken mit unterschiedlichen Schweren und auch unterschiedlichen Handlungsbedarfen. Das heißt, wenn ein Risiko dieser Art eintritt, dann muss ich jenes tun. Und wenn ein Risiko dieser Art eintritt, dann muss ich was anderes tun. Das sind Dinge, die wir alle definieren können. Ja? Genauso auch, was sind denn überhaupt relevante Dokumente für uns oder relevante Dokumentenklassen? Also wir haben Gutachten, wir haben Schriftsätze, wir haben Bescheide. Wie relevant sind diese Dokumente? Wie vertraulich sind diese Dokumente? Ja? Kann ich daraus Informationen ziehen? Muss ich gewisse Dinge wie muss ich diese Art von Dokumenten behandeln? Und dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, Vertragsklauseln oder gewisse Klauseln, die wir typischerweise nutzen. Ja? Auch da kann man sich im Endeffekt eine Mini-Datenbank vorstellen, die diese Informationen enthält und das dem Modell zur Verfügung stellen. Dann braucht man als letztes noch, wenn man diese Informationen dann hat, kann man dann anfangen, das Ganze miteinander zu verbinden. Und wenn man das Ganze miteinander verbinden möchte, benötigt man auf der einen Seite Entitäten und auf der anderen Seite Beziehungen zwischen diesen Entitäten. Und was ist eine Entität? Eine Entität ist im Endeffekt ein identifizierbares Objekt. Das heißt, eine Person mit Name, ein Unternehmen mit einer Adresse und einem Namen, ein Grundstück mit einer Adresse, ein
eine Frist mit einem Datum, also alles, was man im Endeffekt als Objekt identifizieren kann, kann man definieren und zusätzlich die Abhängigkeiten zwischen diesen Entitäten definieren. Ja? Das heißt, eine Person hat eine Adresse, eine Adresse hat eine Straße. Ja? Ein Mietvertrag hat eine Partei, und die Partei kann entweder ein Unternehmen oder eine natürliche Person sein. Ja? Und diese Abhängigkeiten, wenn man diese Entitäten und diese Abhängigkeiten definiert, kann man im Endeffekt einen sogenannten, man nennt das Knowledge Graph, also einen Abhängigkeitsgraphen erstellen, der dann im Endeffekt Dinge weiß, wie zum Beispiel, der Verkäufer verkauft eine Immobilie, die wiederum der Käufer kauft. Der Käufer braucht eine Finanzierung. Die Finanzierung bekommt er von der Bank und die Bank benötigt Sicherheiten. Also diesen Pfad der Abhängigkeiten kann dann das System, die KI, kann dann diesen Pfad auch durchgehen und nachvollziehen. Ja? Oder am weiteren Beispiel, wenn man weiß, wir haben eine Immobilie und die Immobilie hat gewisse Umweltlasten, und zu diesen Umweltlasten gab es mal ein BGH-Urteil, und dieses BGH-Urteil ist wiederum verbunden mit einem Mandat, was wir schon mal hatten, und das mit einem Käufer. Ne? Also im Endeffekt diese ganzen Abhängigkeiten, die normalerweise im Kopf der Anwälte stattfinden, ja, wie zum Beispiel, und das hattest du mir ja mal irgendwann vor kurzem auch erzählt, Stefan, dass Leute zu dir kommen, wir hatten doch mal diesen einen Fall, wo es um den gleichen Sachverhalt ging. Erinnerst du dich daran, ne? Genau. Und das sind so Dinge, das kann man natürlich damit abbilden und dem Modell zur Verfügung stellen. Und das ermöglicht dann das sogenannte, oder ich sage mal so, die Konsequenz daraus sollte dann sein, dass man sogenannte agentische Systeme hat, also Systeme, wo ein Agent autonom handelt und autonom Entscheidungen trifft, um gewisse, ich sag mal, um eigenständig gewisse Prüfungen durchzuführen. Das heißt, der Agent bekommt einen Auftrag und ein klar definiertes Playbook, wie er zu prüfen hat, und entscheidet dann selber, welche Klauseln sind denn jetzt überhaupt hier relevant, ja? Welche Risiken und welchen Typ haben die? Welcher Kontext fehlt mir? Ja? Muss ich jetzt, wenn ich jetzt im Endeffekt mir einen Fall anschaue von einem gewissen Mandanten, dann rufe ich mir auch noch das Mandatswissen ab und weiß genau Bescheid, worauf es diesem Mandanten ankommt. Welche Rechtsprechungen sind jetzt hier relevant? Ich gehe in die Datenbank des BGH und hole mir die entsprechenden Rechtsprechungen, die dazu passen. Und dann kann im Endeffekt dieser Agent Schritt für Schritt diese Prüfung komplett und autonom abarbeiten. Und das Ergebnis ist dann natürlich eine wesentlich bessere Analyse und Bewertung des Falles. Wir kommen der Sache näher. Wir verstehen langsam, was Architektur bedeutet. Das ist jetzt alles ziemlich verwirrend. Shapiro, um nochmal an den Anfang zu gehen, hatte für das, was wir jetzt vorgestellt haben, schon den Begriff Playbook verwendet und das hat er in einem Skill gespeichert. Das ist eine Methode, mit der Sache umzugehen. Um vielleicht noch ein Beispiel aus der juristischen Praxis hier einzubringen, um das zu erläutern, wie das funktioniert, was Architektur bedeutet. Anhand eines Due Diligence-Beispiels. Also wie identifiziere ich in einer Ankaufssituation für den risikoaversen Käufer ein sogenanntes Risiko? Was ist Risiko? Ich habe festgestellt, habe mich damit beschäftigt, es gibt so gut wie keine juristische Literatur zu der Frage, was Risiko eigentlich bedeutet. Das ist ganz interessant, weil Juristen ja immer auf Risiken zuschießen und immer genau sagen, hier haben wir irgendwie so ein Risiko. Manchmal wissen die aber gar nicht so genau, was da eigentlich bei passiert, wenn man Risiken identifiziert. Und wir sind auch wieder bei dem Punkt, dass Erfahrungswissen implizit ist und gar nicht so genau
in einzelnen Strukturen im Kopfe beschrieben, sondern stillschweigend ist. Das sitzt irgendwas in der Erfahrung des Anwalts. Und wir wollen das anhand dieses Beispiels mal ganz kurz an die Oberfläche heben. Bei einem Risiko muss ich erstmal ganz viele Informationen lesen, bis mir irgendetwas auffällt, was ich vielleicht, das sind meine Kategorien, das kann man auch etwas anders bezeichnen, bis man etwas hat, was man ein Issue nennen könnte. Da fällt irgend so ein Punkt auf. Ich weiß aber noch nicht genau, was damit ist. Ich halte das aber mal kurz fest. Ich habe irgendwie so ein Bad Pattern, also so ein Muster erkannt, was mir im Datenraum auffällt. So, dann gucke ich mir das genauer an, habe womöglich einen Sachverhalt identifiziert, wende darauf eine Norm an und habe das sozusagen begreifbar gemacht. Das ist aber schon, da steckt 'ne normative Wertung womöglich schon drin. Und dann muss ich entscheiden, das, was ich da gefunden habe, das Finding, ist das eigentlich für den Mandanten mit einem Nachteil verbunden? Oder ist das für ihn unerwartet? Denn Risiko ist eigentlich etwas, was man nicht erwartet, nicht etwas, was einem vom Himmel auf den Kopf fällt. Das wäre eher eine Gefahr. Das hat keiner kommen sehen. Risiko ist immer etwas, was man entscheidet aufgrund irgendeines Sachverhalts. Der Sachverhalt kann ausdrücklich oder implizit sein. Und diese Struktur, die im Kopf abläuft, wenn man durch einen Datenraum geht und Informationen liest, ein Issue findet, ein Finding generiert und dann überlegt, ob daraus wirklich ein Risiko für den Mandanten entsteht, ob er das weiß oder nicht weiß, ob das schlimm ist oder nicht schlimm, ob er das eingepreist hat oder ob das zum Transaktionsabbruch führt. Das ist eine Struktur, ein Gerüst, eine Architektur, die man sehr gut digitalisieren kann, weil die KI-Modelle, insbesondere bei den beiden ersten Stationen, wahnsinnig gut ist. So ein Bad Pattern zu finden, ist für so eine KI leicht, weil es frisst ganz viele Informationen und kann ganz schnell erkennen, ob das gegen übliche Erwartungshorizonte irgendwie verstößt. Da fehlt eine Unterschrift. Ist das ein Finding, da kann es sogar Normen heranziehen, wenn man vorher gesagt hat, wo die vielleicht liegen, Umweltrecht, Sachmangel oder sowas Ähnliches. Und dann kann es sich damit beschäftigen und sagen, ja, hier haben wir ein Problem, weil hier haben wir einen Mietvertrag, der ist nicht unterschrieben. Es gibt auch keine Nachträge, die das irgendwie heilen. Und dann kommt etwas, was ich im Moment noch sagen würde, das ist eigene menschliche Arbeit zu bewerten in dem Kontext der Transaktion, ob das tatsächlich eine Gefahr für den Mandanten ist. Das muss man vielleicht menschlich beurteilen. Stichwort Human in the Loop. Moment mal eben. Ist es hier ausgegangen. Ein weiteres kleines Beispiel, Subsumption, das ist so eine typische juristische Technik. Ich will Ihnen ganz kurz nur die Grenzen von so einer Subsumption aufführen. Vielleicht sind einige Leute hier im Publikum juristisch gebildet, die wissen ungefähr, was Subsumption ist, hat man jedenfalls im Studium gelernt, ist eine Technik, um festzustellen, ob ein Sachverhalt unter eine Norm passt und eine bestimmte Rechtsfolge anwendbar ist, ganz kurz gesprochen. Aber was sind die Grenzen von so einer Subsumption, wenn man die KI betreibt, KI-mäßig betreibt? Wir haben einen DD-Bericht, Transaktion ist schon 1,5 Jahre her, die war mal 24, ist die vereinbart worden, dann hat es aber lange Schwierigkeiten gegeben, bis die zum Vollzug kam, ist dann schließlich auf 2026 zum Closing verschoben worden. Und der Mandant, risikoavers, will jetzt wissen, sag mal, kann ich das jetzt noch kaufen? Hat sich irgendwas verändert? Stimmt der Bericht noch? Ja, nichts schneller gemacht, als den Due Diligence-Bericht in das KI-Modell geworfen und gefragt, stimmt das alles noch? Na super, da können Sie Überraschung erleben. In meinem Fall, aus dem ich hier ganz kurz berichten will, hat sich die Gesetzgebung zu Löschmitteln, das war eine Logistikimmobilie und da waren Löschmittel drin mit ganz schädlichem Zeugs drin, eine chemische Verbindung, PFAS. Das sind Stoffe, die heute nicht mehr verwendet werden können. Und da hat sich tatsächlich in 2025 eine Übergangsvorschrift auf EU-Ebene geändert. So, dann prompte ich, so wie ich das hier oben angegeben habe, hat sich seit der letzten Transaktion irgendwas an der Rechtsprechung geändert. Und ich denke, ich habe alles getan, um das Modell in die richtige Richtung zu schieben. Erste Fehler, hat sich nicht die Rechtsprechung geändert, sondern die Gesetzgebung und tatsächlich Übergangsvorschriften. Und außerdem ist Löschmittel ein Sachmangel.
Das stellt sich heute nach Ablauf dieser Übergangsfristen anders dar als vorher und außerdem kommt es darauf an, wann der Kaufvertrag abgeschlossen war. Wenn ich sowas naiv prompte, also einfach so reinwerfe und frage, kommt immer falsches Ergebnis dabei raus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Problem hier ist die Definition von Sachmangel, der Zeitpunkt der Regelverschiebung und der Zeitpunkt der Gewährleistung. Eine ordentliche Governance, also eine Überprüfung, die hier fest verdrahtet ist, wenn ich so ambige Sachverhalte habe oder unklare Rechtslagen oder Fragen, die ich nicht beantworten kann, dann müsste ein gutes System an der Stelle sagen, ey, das kann ich nicht beantworten, ich bin raus, ich brauche hier Unterstützung von Menschen. Das wäre verantwortlich. Die üblichen Sprachmodelle würden irgendwas schreiben, was total intelligent klingt, aber wahrscheinlich nicht richtig wäre. Johannes. Genau. Also im Endeffekt kann man so ein bisschen zusammenfassen, dass wir auf der einen Seite mit den aktuellen Möglichkeiten, die man hat, oder die Möglichkeiten, die man so, sagen wir mal so, von off the shelf hat, haben wir ein Assistenztool, was Fragen beantworten kann, was auf Input reagieren kann. Und man kann das, wie ich schon anfangs gesagt hatte, auch gut in die richtige Richtung bringen, wie du es gerade eben gesagt hast, Stefan. Aber im Endeffekt, wenn man eine Methodik umsetzen möchte und quasi die Workflows von vorne bis hinten abarbeiten möchte und im Endeffekt auch sich sicher sein möchte, dass die Aktualität und die Bewertung korrekt ist, dann braucht man so ein System, was wir hier vorgestellt haben. Noch eine letzte These, die eine wichtige These ist, weil solche Fragen sind immer mit Verantwortung verbunden. Wenn wir sie beantworten, haften wir dafür. Ich vertrete hier zusammen mit dem Johannes die These, dass juristische Verantwortung nicht automatisierbar ist. Oder ich sage auch immer gerne, die KI verschiebt die Arbeit teilweise in die Modelle, aber die Verantwortung bleibt beim Anwender und das ist im Zweifelsfall der Anwalt, wenn er solche Modelle verwendet. Verantwortung ist ein Fall von Zurechnung. Juristen wissen das. Man muss Verantwortung immer Haftung zurechnen. Das ist ein normativer Vorgang. Man kann das nicht im Sinne von Kausalität, so wissenschaftlich oder im Sinne von das eine stößt das andere um, darauf fällt das nächste um und dann ist das kausal und das ist verknüpft und dann muss derjenige haften, der den ersten Stein umgeworfen hat. Man geht in der Juristerei normativ vor, das heißt, man muss das sozusagen adäquat miteinander verknüpfen. Und das ist eine Frage, die im Moment noch der Mensch übernehmen muss. Die Frage, wer haftet, wenn die KI irgendwas übersieht, ist ganz leicht zu beantworten. Immer der Anwalt, wenn er die Ergebnisse ungeprüft übernimmt. Egal, ob die KI da einen Fehler gemacht hat, er würde es jedenfalls rechtlich nicht schaffen, darauf zu verweisen, dass die KI einen Fehler gemacht hat. Das heißt, er wird immer in die Haftung genommen werden, weil er etwas verwendet hat, was am Schluss nicht richtig war. Und die Normen, zum Beispiel die Schadenersatznormen, weisen ihm die Haftung hier ganz eindeutig zu. Rechtliche Befunde werden dem Anwalt, also demjenigen, der sie äußert, zugerechnet werden. Das ist ganz einfach. Und die Entscheidung, was davon ich übernehmen will oder nicht und was man dem Anwalt in die Schuhe schieben kann, das ist immer normativ, das heißt, das ist ein wertender Prozess. Ja? Und die KI-Verordnung, die neuerdings den rechtlichen Rahmen für solche Systeme in der Europäischen Union regelt, spricht auch von der menschlichen Verantwortung, die in jeder Phase eigentlich immer mitlaufen muss. Die KI-Verordnung verlangt Transparenz und Verantwortung des Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Satz und das wird auch in unserem Berufsrecht deutlich. Es gibt eine Kammermitteilung, die das ziemlich deutlich macht. Der Anwalt muss verantwortlich damit umgehen und auch womöglich offenlegen, wenn er das verwendet. Mandanten müssen über den KI-Einsatz aufgeklärt werden. Mache ich das ungefiltert, hafte ich auf jeden Fall für das, was dabei hinterher rauskommt. Ich muss meinen Laden daher so organisieren, dass solcher KI-Output
nicht ungeprüft an den Mandanten kommt, oder ich muss Systeme herstellen, die den Prozess so absichern, dass die Ergebnisse verantwortbar an den Mandanten weitergeleitet werden können. Das ist das, was man machen muss. Johannes? Deswegen ist die Frage, ob und wie man KI einsetzt, eigentlich eine Frage, die ich im Bereich der Aufsicht von Anwaltskanzleien oder von Anwälten sehen würde. Das ist eine sogenannte Governance-Aufgabe. Das betrifft ganz schwierige Fragen, nämlich welche KI setze ich überhaupt ein? Was für ein Modell spreche ich an? Ist das sicher? Welche Prüfpflichten bestehen, während meine Mitarbeiter, anwaltlichen Berufsträger die KI verwenden? Und weil das am Schluss eine Frage von Haftung und Verantwortung ist, auch für den Mandanten, der sich ja wiederum rechtfertigen muss gegenüber seinen Gremien, eine Frage der Governance, der Aufsicht, und am Schluss betrifft das die gesamte Kette von der Fallfrage bis zum Ergebnis. Man muss klären, wer hat Zugriff in einer Anwaltskanzlei, wer hat Zugriff zur KI, was darf damit gemacht werden, welche Outputs werden ab welchem Grad von Menschen persönlich validiert. Also ich gucke selber nochmal in alle Rechtsprechung, ich gucke selber nochmal, ob das alles plausibel ist, was da gefunden wurde. Und vor allen Dingen, wie wird es dokumentiert? Eigentlich muss man ein komplettes Risikomanagement einführen, um diese Abläufe zu dokumentieren, um vielleicht auch gegenüber Mandanten, die einen in die Haftung nehmen möchten, zu dokumentieren, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Außerdem habe ich mit dir vereinbart, dass ich KI einsetze bis zu dem und dem Grad. Und das kannst du mir jetzt hier nicht zurechnen, sondern du hast dich ja blind auf meinen Bericht verlassen. Ja, wenn der Mandant da den Fehler macht und solche Berichte, die womöglich Disclaimer auf irgendwelche Dinge setzen, zum Beispiel, dass der Sachverhalt nur eingeschränkt geprüft wurde, der Mandant gibt es aber ungeprüft an seine Gremien weiter und sagt dazu auch nichts, dann ist womöglich er an der ganzen Sache schuld. Man muss sich auf jeden Fall merken, dass die Offenlegung von KI-Anwendung gegenüber den Mandanten Pflicht ist. Anwälte müssen das offenlegen. Wenn sie das ungeprüft weitergeben, sind sie verpflichtet, das offen zu legen. Um dem zu entgehen, ganz einfach, muss ich vorher genau gucken, was ich da mache. So. Ja, vielleicht kann ich jetzt hier einfach Ja. noch kurz auf die technische Seite der Governance gehen. Im Endeffekt, was benötigen wir, um das Ganze auch sicherzustellen, dass es auch nachvollziehbar ist? Wir müssen natürlich jede Aktion protokollieren. Und das ist nicht nur die Aktion der Nutzer, der Menschen, sondern auch die Aktionen der KI. Also jeder Schritt, den die KI unternimmt, muss im Endeffekt protokolliert werden. Genauso müssen wir immer schauen und immer wissen, welche Quellen und welche Referenzen hat die KI genutzt, um gewisse Schlüsse zu ziehen. Warum hat die KI jetzt entschieden, im Handelsregister nach gewissen Informationen zu suchen? Ja? Das heißt, an jedem Schritt, wo Entscheidungen getroffen werden oder Ausgaben gemacht werden oder Bewertungen vorgenommen werden, müssen wir sicherstellen, dass die Quellen alle verfügbar sind. Ne? Und in so einem System muss man im Endeffekt dafür immer sorgen. Und am Ende ist es dann immer natürlich der Mensch, der dann auf diese Informationen dann auch Zugriff haben muss, um das Ganze einzuschätzen und nachzuvollziehen. Und das ist im Endeffekt also eigentlich ein großes Thema schon seit einigen Jahren, erklärbare KI, das im Endeffekt vor allem in diesen Domain oder in dem Bereich des Legal Tech auch sehr, sehr wichtig sind. So, und um das Ganze ein bisschen abzuschließen, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, deshalb werde ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben uns jetzt diese 3 Thesen angeschaut und wir haben gesehen, dass man zwar mit einem Modell vieles abarbeiten kann, wenn man allerdings skalieren möchte und
ja, und ich sag mal, ein Ende-zu-Ende-System haben möchte, braucht man eine ordentliche Architektur darunter. Und das Dritte natürlich ist die Verantwortung immer beim Menschen, und das muss halt gegeben sein, dass der Mensch diese Entscheidung dann auch nachvollziehen kann. Ich will noch kurz ergänzen, die Architektur ist immer dreifach. Das ist fachlich, das ist technisch und das ist organisatorisch. Ganz genau. Und ja, jetzt hat Jack Soppel jetzt Unrecht. Nein, hat er nicht, weil für seine Arbeit funktioniert es. Er ist im Endeffekt, sein Memory Layer ist in seinem Kopf. Seine ganzen Wissensschichten hat er im Gedächtnis oder hat er irgendwo zur Hand. Und wenn man allerdings ein System bauen will, braucht man im Endeffekt ein kollektives Gedächtnis. Und das ist im Endeffekt das, was wir mit solchen Architekturen dann schaffen, weil wir dann im Endeffekt diese diese Informationen mit allen teilen können. Und wenn wir Informationen über ein Mandat haben, dann muss ich nicht den Kollegen fragen, sondern die KI weiß im Endeffekt Bescheid. So, was können wir was können Sie jetzt mitnehmen für die Zukunft? Im Endeffekt machen Sie eine Bestandsaufnahme. Schauen Sie, welche Workflows können Sie standardisieren, welche Aufgaben sind repetitiv, welche Dinge kann man ganz klar mit Regeln beschreiben und definieren. Zum Zweiten machen Sie Wissen sichtbar. Das heißt, Informationen, so diese ganzen Playbooks und Abläufe, wie gewisse Prüfungen durchzuführen sind, die müssen aufgeschrieben werden. Und die müssen im Endeffekt allen zugänglich gemacht werden, und vor allem der KI dann zugänglich gemacht werden, damit sie im Endeffekt die gleichen Informationen hat und diese Prozesse auch dann auch durchführen kann. Ne? Und dann auch, was die Governance angeht, schauen Sie sich an, wo darf ich KI einsetzen, wo darf ich KI nicht einsetzen, wie muss ich das Ganze dokumentieren, um im Endeffekt hier ich sag mal so die ersten Schritte zu gehen. Genau. Und jetzt kommen wir damit zum Ende. Wir werden in einigen Jahren nicht mehr darüber sprechen, welches Modell man jetzt genutzt hat, ob es jetzt OpenAI war oder Claude. Am Ende werden wir darüber sprechen, was für ein System haben wir dahinter gehabt. Und das ist im Endeffekt jetzt unser Take. Und wir sind jetzt noch ein paar Minuten da. Also wir können auch gerne noch ein paar Minuten länger, aber sind auch bereit, Ihre Fragen Können zu wir noch stundenlang beantworten. weiterreden, aber dafür reicht die Zeit nicht. Genau. Fragen gerne. Wir würden jetzt den Matthias vielleicht dazuschalten. Genau, ich bin schon da. Hi Matthias. So. Ich sehe jetzt aktuell einen Beitrag, sehe ich. Eine Sekunde. Und zwar möchte Herr Walter gerne wissen oder führt aus, im Prinzip versucht man heute eine Linie zu ziehen, was künftig von KI erledigt werden kann, genau, beziehungsweise werden sollte. Zum Beispiel einen Datenraum zu bewerten oder zu erforschen und was beim Menschen bleiben muss, also der Human in the Loop. Unklare Rechtslagen, Interaktion in der physischen Welt, die sich in bestimmten Dimensionen allerdings immer wieder verschieben wird. Also die Grenze zwischen dem, was macht der Mensch, was macht die KI. Wie sollte man einen jungen Juristen im Mandat einsetzen, damit er wichtige und langfristig zukunftsfähige Fähigkeiten entwickelt? Ja, das ist eine interessante Frage. Und ganz ehrlich, ich habe vorhin schon den Gedanken gehabt, der ist mir jetzt erst während dieser Präsentation gekommen. Ich fühle mich tatsächlich erinnert an die Zeit vor über 20 Jahren, als in Großkanzleien, in Kanzleien sogenannte Knowledge Bases, also Know-how-Management erfunden wurde und erste digital gestützte Knowledge Bases angewendet wurden und junge Anwälte eingeladen wurden, die Knowledge Base zu studieren. Das hat natürlich keiner gemacht, sondern man hat das wie immer gemacht. Man hat junge Anwälte auf Fälle gesetzt und die sind dann Training on the Job immer weiter gewachsen. Das könnte sich jetzt tatsächlich verschieben und das ist ein Problem. Wie bilde ich denn die jungen Leute aus? Und ich glaube tatsächlich, dass weiterhin gilt, guck in die Knowledge Base
Und die Knowledge Base ist aber heute anders strukturiert als früher. Heute würden wir jetzt im Moment, das kann sich in einem halben Jahr schon wieder ändern, würden wir das Gerüst, die Architektur so definieren wie heute und sagen, naja, vielleicht fragst du mal die KI, wie denn heute Erfahrungswissen aussehen müsste, wenn ich eine Transaktion begleite. Also man kann sich natürlich Artikel durchlesen, man kann aber auch jetzt die KI fragen. Und ich glaube, dass die Arbeit mit KI, genauso wie die Arbeit on the job, im Anfall, den jungen Leuten helfen kann, sich womöglich schneller als noch früher Wissen zuzueignen. Mein Aufruf und der Appell an die jungen Leute, nutzt die KI, um mich schleuer zu machen. Aber um Himmels Willen, nimmt das nicht für bare Münze, was dabei rauskommt, wenn ihr Fallfragen stellt. Aber ihr könnt euch mal fragen, was ist eigentlich eine Transaktion? Was macht man üblich? Wie läuft eigentlich so eine Transaktion üblicherweise ab? Das könnte man so ein Modell ja auch mal fragen. Und tatsächlich steckt da ein enormes Potenzial für die Ausbildung junger Leute. Beantwortet das die Frage? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass das einzige. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, was man kann mich verstehen. Ja. Okay, ich habe hier nämlich gerade leichte technische Probleme. Herr Walter, vielen Dank für die Frage, von der wir hoffen, dass wir sie in Ansätzen zumindest beantworten konnten. Wir haben eine weitere Frage, und zwar wird die Frage gestellt, wenn ich ein agentisches System habe, wie kann ich was? Wenn ich ein agentisches System habe, wie kann ich das Ergebnis überhaupt überprüfen? Ne? Das ist ja eine sehr logische Frage, denn sonst müsste ich mir ja die doppelte Arbeit machen. Ich lasse es einmal die KI machen und dann muss ich quasi die Arbeit nochmal selber machen, indem ich das Ergebnis der KI überprüfe. Daher die ganz berechtigte Frage, ist das überhaupt zu leisten? Ist das überhaupt umzusetzen? Johannes, willst du das beantworten? Ja, vielleicht aus technischer Sicht. Ja. Das ist im Endeffekt das, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir im Endeffekt dafür sorgen müssen, dass die ganzen Entscheidungen dokumentiert werden, dass es nachvollziehbar ist. Natürlich müssen sie nicht von vorne bis hinten die komplette Entscheidungskette prüfen, aber im Endeffekt haben sie die Möglichkeit, an den Stellen einzusteigen und Entscheidungen nachzuvollziehen, wenn sie merken, okay, gut, das passt nicht so ganz mit meiner Einschätzung zusammen. Strukturell würde ich noch ergänzen, dass man das Gerüst, die Architektur, das System so bauen muss, dass das System angehalten wird, solche Punkte, an denen womöglich Unsicherheit besteht, entweder an den Menschen weitergespielt werden, hier stimmt was nicht, oder dass das System seine eigenen Arbeitsergebnisse überprüft und sich kritische Rückfragen stellt, kann das richtig sein, hast du nachgeschaut und so weiter. Mehr kann man im Moment nicht machen. In der Tat, das ist eine Blackbox, diese KI. Aber wenn man sich auf ein System verlässt, was zum Beispiel vorher eingebaut hat, dass bestimmte Unsicherheiten nicht einfach übergangen und mit Eloquenz überspielt werden, sondern zu kritischen Nachfragen, zu Überprüfungen führt und wenn das immer noch so bleibt, der Mensch hineingeholt wird mit einer kleinen Flagge, hier stimmt was nicht. Genau. Ja, vielen Dank dazu. Direkt die Nachfrage. Kann ich denn meine KI, welche auch immer das dann sein wird, die ich verwende, kann ich die denn mit all meinen Mandantenunterlagen füttern? Das heißt, kann ich quasi mandatsrelevante Unterlagen auch einfach bei Claude oder bei ChatGPT hochladen und mir dann ein Skillset schreiben und ja, mir Schriftsätze entwerfen lassen? Bevor du das technisch beantwortest, ganz kurz, don't do that. Machen Sie das bitte nicht. Da kommen Sie sofort mit ins Gefängnis. Also nicht so gleich, aber das ist tatsächlich gefährlich. Da spielen berufsrechtliche Normen eine Rolle. Datenschutz spielt eine Rolle. Datenschutz kann man heute relativ schnell in den Griff bekommen, aber das Berufsgeheimnis, Paragraph 203 StGB, ist bei den Modellen, bei den Standardmodellen hochproblematisch. Sie brauchen, bei einigen geht es gar nicht, bei anderen brauchen sie Zusatzvereinbarungen, die sicherstellen, dass Informationen, die man dort eingeben, nicht von der US-Regierung oder so gelesen werden. Das gibt Mechanismen, die das umfassen. Das ist aber hochproblematisch. Technisch, Johannes, ist das, glaube ich,
eine andere Dimension. Genau, also wenn wir natürlich wenn wir jetzt davon sprechen, das Ganze bei ChatGPT hochzuladen, da stimme ich dir voll zu, Stefan. Wir benötigen im Endeffekt diese Architekturen, um den Datenschutz und um die Vermischung quasi den Datenschutz sicherzustellen und die Vermischung zu verhindern. Und das ist im Endeffekt was ganz, ganz Typisches in der Softwareentwicklung. Und wenn man Softwareprodukte baut, ich sag mal, man nennt das dann Multitenant-Systeme, das heißt Systeme, die im Endeffekt die Daten von unterschiedlichen Nutzern, in dem Fall Mandanten, logisch trennen und die dann auch nie vermischt werden würden. Das Ganze kann man, also wenn man jetzt von Architekturen spricht, wo man im Endeffekt das Ganze in lokalen Rechenzentren aufbaut, da kann man auf jeden Fall den Datenschutz gewährleisten und auch gewährleisten, dass diese Informationen nicht vermischt werden. Und zum Dritten kann man dann auch anfangen oder kann man dann auch sagen, okay, man nutzt dann halt nicht die großen Modelle in der Cloud, sondern man nutzt im Endeffekt lokale Modelle, wo man genau weiß, okay, gut, die Informationen, die ich jetzt hier in das Modell schicke, die bleiben auch nur auf diesem Rechner oder nur in diesem Rechenzentrum. Also zumindest auf der technischen Seite kann man das auf jeden Fall gewährleisten. Genau, vielen Dank, Johannes. Ich weiß gar nicht, ob du gerade die Nachfrage von Herrn Beglau-Biesterfeld direkt gelesen hattest. Er hatte nämlich genau das noch angesprochen, ob es nicht auch möglich sei, solche Modelle quasi auf eigenen Servern oder auf eigenen Rechnern zu betreiben. Ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es für die ganz großen Sprachmodelle von OpenAI oder von Anthropic, also Claude und ChatGPT, das dürfte schwierig werden, aber es gibt durchaus Modelle, die man auch lokal betreiben kann. Ne? Das sind dann gerade, wenn ich mich richtig erinnere, Open-Source-Modelle. Also das ist durchaus möglich. Ja, genau. Also im Endeffekt, man kann, also die großen Modelle, das wird wirklich schwierig, weil da würde ich mal behaupten, da hat jetzt keine Anwaltskanzlei Geld für, um solche Rechenzentren aufzusetzen. Aber es gibt im Endeffekt Open-Source-Modelle, die qualitativ vergleichbar sind, die man in Rechenzentren aufsetzen kann und die im Endeffekt, wie es auch hier beschrieben ist, im Endeffekt Sandboxed sind. Das heißt, auf dem Server sich die Daten befinden und das Sprachmodell sich auf dem Server befindet, kann man dennoch sicherstellen, und das kann man auf verschiedenste Arten machen. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Anforderungen des Kunden an, aber im Endeffekt kann man die Daten logisch trennen, in der gleichen Datenbank, aber mit unterschiedlichen Bezeichnungen oder aber auch sogar physisch trennen. Das heißt, man trennt die Datenbanken komplett auf und die Datenbanken sind auf völlig unterschiedlichen Servern. Also das ist etwas, das kann man, da gibt es sehr, sehr viele Wege und Möglichkeiten, das Ganze zu machen und auch alles natürlich datenschutzkonform. Und es wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee, technisch gesehen, den kompletten Aktenschrank in diese Modelle zu werfen, was Nein. die Mengen anbelangt, oder? Was Nee, kommt genau. dabei? Also das ist ja im Endeffekt auch das Ziel, ist es ja nicht im Endeffekt, wenn wir darüber sprechen, das ist im Endeffekt das Context Engineering. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Kontext, den wir in das Sprachmodell geben, so effizient wie möglich gestalten. Das heißt, genügend Informationen, um die Aufgabe zu erledigen, aber nicht zu viele unnötige Informationen. Ne? Um in der analogen Welt ein Beispiel zu bilden, ich würde ja meine wissenschaftliche Mitarbeiterin auch nicht losschicken und ihr den kompletten Aktenschrank in das Zimmer stellen und sagen, hier irgendwo befindet sich die Fallfrage, sondern ich würde sagen, hier ist die Akte, also früher jedenfalls. Ne? Hier ist so eine papiergebundene Akte, hier steckt irgendwo, löse diesen Fall. Früher ging das noch, weil das erste Blatt in der Akte war der Brief des Mandanten, wo drin, oder das Fax des Mandanten, wo drin stand, bitte hilf mir. Heute ist das in irgendeinem diffusen Raum irgendwie womöglich enthalten, aber längst nicht mehr so schön, wie das vielleicht früher mal war. Auch da hat sich die Technik irgendwie eingemischt und wird alles irgendwie großvolumiger. Die Akte ist heute nicht mehr so beschränkt, sondern es ist größer geworden.
Und da ist es tatsächlich aus technischen Gründen eher nicht gut, das alles jeweils da reinzuwerfen und erstmal das Modell zu fragen, suchen wir den Fall. Sondern ich muss hier wieder, eigentlich wie früher, mir den Sachverhalt erstmal wieder zurechtlegen und dann muss ich die Norm finden, dann muss ich den Sachverhalt darunter subsumieren und das sind alles Schritte, die der Mensch schon die ganze Zeit macht als Anwalt, als Jurist und die KI muss das auch lernen. Und Genau. finde den Fall ist eine der komplexesten Anforderungen an so eine KI überhaupt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, vielen Dank, Stefan und Johannes. Wir halten also mal fest, die Nutzbarkeitmachung von Sprachmodellen im juristischen Kontext, die erfordert eine große Menge an Vorarbeit, die aber durchaus jetzt schon geleistet werden kann. Das passt perfekt zu der letzten abschließenden Frage, die ich euch noch schnell stellen wollte, gerichtet an euch beide mit der Bitte um eine kurze Antwort im Hinblick auf die Zeit. Nämlich habt ihr gesagt, in 3 Jahren fragt niemand mehr, welches Modell verwendest du, sondern welches System. Und was glaubt ihr denn, was wird denn zukünftig Kanzleien, die es geschafft haben, diese Art von Modellen in ihren Arbeitsbetrieb einzusetzen, von denen unterscheiden, die das nicht geschafft haben? Ja, ist das technisch oder ist das fachlich? Ich fürchte, das ist eine fachliche Frage. Ich glaube, Anwälte, die sich mit KI nicht beschäftigen, die gibt es in 3 Jahren nicht mehr. Jedenfalls werden die nicht mehr das Geschäft so betreiben können, wie sie es heute betreiben. Das ist meine feste Überzeugung. KI wird sich in unser Leben einmischen, ob wir das wollen oder nicht, weil auch die Mandanten KI verwenden. Und egal, was für Modelle oder was für Systeme wir verwenden werden in 3 Jahren, man wird sich mit dem Thema beschäftigen müssen und Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wie bilde ich meine jungen Mitarbeiter, juristischen Mitarbeiter, Berufsträger aus, damit die mit diesem System irgendwie umgehen können und sie selber ein System irgendwie designen können. Also meine Forderung wird sein, dass Anwälte in der Lage sind, ein Systemdesign für solche KI-Tools vorzugeben. Weil das sind die Anwälte, die einzigen, die eigentlich wissen, wo sie hinwollen. Sie sollten es wissen. Ne? Was will der Mandant, was muss ich ihm geben, damit er was Bestimmtes erreichen kann? Und wenn ich nicht weiß, wie ich ein Buch aufschlage in der analogen Welt, dann kann ich keinen Fall lösen, weil ich die Norm nicht finde. Wenn ich keine KI verwende, dann kann ich in Zukunft auch nicht mehr einen Fall entscheiden, weil ich nicht weiß, wo die Informationen sind. Mir fehlt der Kontext. Ich kann tatsächlich, das ist meine Prognose, das hängt mit der Akte zusammen, ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema für sich. Ich habe keine Akte mehr und sofort fehlt mir der Kontext. Da sehe ich eine große Chance, wo KI uns auch helfen kann, den Sachverhalt wieder in mein juristisches Leben zu bringen. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Jetzt habe ich gesehen, ich habe noch eine letzte Frage, die wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Und zwar fragt Herr Majewski, eine andere Möglichkeit, quasi Berufs- und Datenschutzrecht konform zu agieren, wäre, ein System aufbauen zu lassen, welches eine der Legal KIs einsetzt. Ne? Also ich vermute jetzt mal, damit wäre zum Beispiel so etwas wie Noxtua von Beck gemeint. Was haltet ihr davon? Johannes? Ja, also im Grunde genommen ist das, was wir hier beschrieben haben, genau das, was die anderen auch machen. Also das ist im Endeffekt, also ohne jetzt die architekturellen Details der Konkurrenten zu kennen, aber im Endeffekt, das ist im Endeffekt, darum geht es im Endeffekt. Das heißt, man kann diese Systeme DSGVO-konform und BRAO-konform aufbauen. Man kann aber natürlich auch hybride Lösungen sich überlegen, wo man sagt, alles klar, wir bauen auf der einen Seite bauen wir unser internes Wissen lokal auf, nutzen die anderen Systeme, um auf, ich sag mal, mehr öffentlichere Quellen zuzugreifen und kombinieren das Ganze. Das ist natürlich auch möglich. In der Tat, dass diese großen Produkte, würde ich mal sagen, also die großen juristischen Harvey, Legora, wie sie alle heißen, sind tatsächlich, ich würde sie auch als Abkürzung sehen, aber nur fürs Management. Ich sehe das im Moment tatsächlich noch eher als einen Vorteil fürs Management, weil die kaufen das einfach ein und dann wird das Problem mit Geld gelöst, weil diese Zugänge sind nicht billig, die sind teuer. Und meine Prognose wird sein, wenn ich das nicht ordentlich begleite,
Wenn ich meinen Mitarbeitern nicht erkläre, was für einen Sinn das haben soll, dann werden auch diese Tools ungenutzt in den digitalen Aktenschränken versauern. Das ist meine Prognose. Das heißt nicht, dass die falsch sind oder nicht richtig oder so, aber tatsächlich ist das ein guter Weg, um solche Probleme zu lösen. Aber damit haben Sie den Anwalt noch nicht in so eine neue Dimension gehoben. Ja, vielen Dank. Sehr, Ja. sehr interessant. Sowohl der Vortrag als auch die Fragen. Im Hinblick auf die Zeit, die wir jetzt leider schon etwas überschritten haben, würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Stefan und Johannes, das letzte Wort für euch. Dank für die Aufmerksamkeit, die Sie uns geschenkt haben. Mir hat das Spaß gemacht. Auch die Vorbereitung hat mir selbst einige Blicke auch auf meine juristische Tätigkeit eröffnet, die ich vorher so gar nicht gedacht habe. Johannes. Ja, ich bedanke mich auch für die Teilnahme. Wenn Sie natürlich, um so ein bisschen Eigenwerbung zu machen, wenn Sie natürlich interessiert sind an solchen, an den Details über solche Architekturen und wie man sowas aufbauen könnte oder generell sich Gedanken darüber machen, sowas natürlich bei Ihnen einzusetzen, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Grundsätzlich ist das Ganze ein super, super, super spannendes Thema und da passiert sehr, sehr viel und das ist auch ein Bereich, vor allem für uns, die KI-Lösungen bauen, ist das natürlich ein Bereich, wo man sich sehr viel ausleben kann. Da kann man sehr viele Dinge machen. Und ich bin super gespannt, wo das Ganze hinläuft. Und ja, was das Webinar angeht, wir werden das Ganze auf YouTube stellen, dann können Sie sich nochmal anschauen. Und ich denke auch, dass wir das Ganze nochmal in naher Zukunft wiederholen werden, denn wir hatten so ein paar Anfragen, die es nicht geschafft haben heute. Also bleiben Sie einfach auf dem Laufenden, was Spryfox und was Coursera Rechtsanwälte angeht und QCEPT angeht. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.